Regen ist kalt, Regen ist nass, Regen ist ein Arschloch, kennt keine Freunde. Dann werden wir hoffentlich bald unsere ersten Befehle für den Angriff bekommen. Es macht halt eigentlich am meisten Spaß. Da sind wir auf dem Kampfpanzer, da geht's dann rund. Schlafen. Ja, sehr entspannt halt bei dem Wetter. Ja, die Nacht war ausnahmsweise mal lang. Ich fühle mich auch fit. Wie im echten Leben ist ja auch hier dann der Niederländer, der Norweger, der Belgier, hier mein Verbündeter, der NATO-Partner im Grunde, der ja auch Teil unserer Battle Group ist. Und hier für die Übung haben wir eine Op-4-Truppe und unser Feind dann entsprechend Litauer, Amerikaner und Engländer sind. Wir verlegen jetzt und holen unser Flachnetzzahn, um dann die Zeiten für den Abmarsch einhalten zu können. Dafür bereiten wir jetzt alles vor, verlegen rüber und dann geht es weiter. Kofferraum vom Panzer? Ja, da kommt eigentlich immer so alles rein, was so reinpasst. Hauptsache man kriegt es verstaut irgendwie. Aber es ist halt alles so ein bisschen Tetris spielen. Für unsere eigene Lage, um auf diese Eskalationsstufe zu reagieren, hat Litauen ebenfalls angefangen, seine eigenen Streitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Daher gestern Nacht die Alarmierung. Gleich geht im Grunde unser taktischer Straßenmarsch los. Das heißt, es werden gleich noch die Teileinheitsführer hierher kommen. Dann gibt es den sogenannten Klaps vorm Sprung. Also nur mal so das Letzte in die Augen gucken, ob wirklich alles bereit ist und alles fertig ist bei allen Kräften. Wir fahren eigentlich erst in die Staging Area und hier findet ja dann das Auffahren statt, das Munitionieren, das Marschbereitschaftsherstellen und alles. Unser Auftrag ist es jetzt, in den TAA, also den Einsatzland Verfügungsraum im Raum Makaila, kampfkräftig zu verlegen, um dort dann der Battle Group für Folgeaufträge zur Verfügung zu stehen. Regen! Gefechtsmarsch über 30 Kilometern. Das hört sich erstmal einfach an, bedarf aber einer riesen planerischen Vorleistung, wenn wir von 360 Gefechtsfahrzeugen laufen, die minutiös von A nach B verlegen, mit Abständen, mit Geschwindigkeit und dann das Durchschreiten, der Ablauf und der Starting Point.
ist angefangen zu regnen. Wir befinden uns jetzt in unserem neuen einsatznahen Verfügungsraum. Im Hintergrund sieht man meine belgische Kompanie. Die niederländische Kompanie ist ebenso gerade eingeflossen in den Raum. Wir stellen jetzt hier die Arbeitsbereitschaft und Führungsbereitschaft her. Die Fahrzeuge werden nachbereitet. Die Sicherung des Raumes werden eingesetzt, sodass wir, not later than in 4 Stunden hier arbeits- und führungsbereit sind. Jetzt sind wir hier quasi mit den Hauptkräften eingetrudelt. In Kürze kommen auch die Folgekräfte. Und dann bauen wir hier unser Quartier. Ich nenne es jetzt einfach mal Quartier für die nächsten Tage auf. Dann machen wir unsere logistische Meldung fertig, melden das dann alles an den Gefechtsstand. Und dann werden wir hoffentlich bald unsere ersten Befehle für den Angriff bekommen. Also Regen ist kalt, Regen ist nass, Regen ist ein Arschloch, kennt keine Freunde. Also es ist ein Nässeschutz, der schützt erstmal nur vor der Nässe. Das ist jetzt nicht so eine Regenjacke, wie man es kennt. Die sind halt imprägniert und irgendwann gibt die halt auch nach. Ja, also wir haben die Möglichkeit, wenn das Topdeck soweit trocken ist, die Klamotten auszulegen oder gegebenenfalls auch an der P-Stelle, die wir gespannt haben, mit aufzuhängen und dann wird es auch mit der Zeit dann trocken. Also wir haben Nachtbereitschaft hergestellt sozusagen. Wir haben unsere Planen aufgebaut, die Türme gedreht, so dass wir trocken auf jeden Fall schlafen können. Ja, also meine Kombi war ziemlich nass. Heute Nacht hänge ich die in die Ladeschützenseite und dann ist die morgen wieder trocken. Oder einfach neue Klamotten anziehen. Wir haben ja ein paar Satz dabei. Ich freue mich eigentlich, wenn wir angreifen, wenn wir verzögern. Es macht halt eigentlich am meisten Spaß. Da sind wir auf dem Kampfpanzer, da geht es dann rund. Ja, wir haben jetzt heute unseren Straßenmarsch durchgeführt. Relativ erfolgreich, also die Zeiten haben alle gut gepasst. Sodass wir jetzt hier vernünftig in die Nacht starten können und dann gibt es morgen die nächsten Informationen. Kräfte haben jetzt den neuen Raum bezogen, stellen Gefechtsbereitschaft her für unseren Angriff, der jetzt in der Kürze erfolgen wird. Ich sag mal, das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist ja nicht der Regen, sondern den Schlamm, den man dann jedes Mal mit reinnimmt, wenn man absitzen muss. Haare sind gewaschen, Messer ist gewaschen, ne? Was will man mehr, ne? Aprikosenkonfitüre extra. Naja, Gourmet-Abendessen. Bei mir gibt es den deftigen Schmortopf. Und Trick 17, wenn man vorher ein bisschen mit dem Greenliner rumfährt und im Erkunden ist, je nachdem wie erfolgreich halt, dann kann man das schön in die Motorhaube reinklemmen, unten drunter und dann ist das auch schön warm. Das ist der Eindruck. Ich habe ihn auch gefragt. Der sagte, der ist ja noch gar nicht so lange Kommandeur. Naja, die kleinen Dinge sind im Leben, ne? Und gleich fängt es wieder richtig an zu schütten. Ich hab's dir noch gesagt. Sag es nicht zurück. Ja, nicht, gut, dass es nicht regnet, das ist doch lauter gesagt. Das ist Karma, weißt du? Richtig Karma. Ja, ist auch. Echt jetzt? Warum bin ich hier? Wie immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was für ein Tag ist eigentlich heute? Katzenschokolade. Das ist super. Oh ja. Mache ich mir zu Hause auch immer ins Bett, damit ich daran erinnert werde, warum ich hier so gerne schlafe.
Ist doch schön alles irgendwie. Ja, ist warm und trocken. Warm und trocken und schön, kuschelig. Wir haben hier ganz hervorragende dienstlich gelieferte Isomatten, die wirklich ganz hervorragend sind. Und dann hier im Grunde so eine Gorotex-Hülle für den Schlafsack und den Schlafsack selber. Und dann hier auf dem Boden und das ist eigentlich bequem genug. Nein, da in der Ecke sind meine Füße, brauchst gar nicht drauf. Ja. Kannst da oben hinstellen. Leben in der Lage. Das können wir. Oder wie der Chef immer sagt, wir müssen flexibel bleiben im Kopf. Das können wir. Ja, und sonst, es regnet nicht mehr, das ist auch geil. Das reicht. Das ist positiv. Das ist schon viel wert, ja. Okay, Papi. Die Sonne scheint in Strömen. Sonne scheint im Strömen. Das ist, glaube ich, Motto des Tages. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Darf ich auch so sagen? Abschminktücher? So oft schminkst du doch dich eigentlich gar nicht ab, oder? Nee. Doch, laufe zu Hause auch immer mit Tarnschminken. Um deine privaten Freunde. So, es ist nach 22 Uhr, Nachtruhe, Schnauzen halten, schlafen. Jawohl. Jawohl. Ich will aber nur nicht schlafen. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie wir morgen drauf sind und wie es bei uns morgen weitergeht, dann schaut in die nächste Folge.